BYDs Premium-Marke Denza hat ihren neuen elektrischen Supersportwagen, den Denza Z, offiziell beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien vorgestellt. Das Fahrzeug verzeichnete innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs im Inland am 13. Juli weltweit schon über 1000 Bestellungen. Los geht's! Das unter der Leitung von BYDs Global Design Director Wolfgang Egger entworfene Fahrzeug zeichnet sich durch eine Designsprache namens Pure Emotion aus, die sich durch eine flache, breite Silhouette und Aerodynamik-Kits aus Kohlefaser auszeichnet. Denza hat angekündigt, dass der Z in diesem Herbst auf die Nürburgring-Nordschleife fahren wird, um einen Rundenrekord der Spitzenklasse zu versuchen. Beim Goodwood Festival of Speed betonte Stella Lee, Executive Vice President von BYD, dass das Unternehmen über einfache Exporte hinausgeht und eine globale Markenidentität aufbaut. Um sein internationales Wachstum zu unterstützen, erweitert BYD seine Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen plant zwischen März 2026 und März 2027 6000 Schnellladestationen im Ausland zu errichten, davon 3000 in Europa, 2000 in Amerika und 1000 im asiatisch-pazifischen Raum. Der Denza Z ist ein extrem flacher Supersportwagen, der als Coupé, als offener Spider mit Stoffverdeck oder als kompromisslose Racing-Version auf den Markt kommt. An der Front fressen sich riesige Lufteinlässe in den Wind, leiten den Luftstrom direkt über die Haube und sorgen für perfekten Abtrieb. Mit einer Länge von rund 4,78 Meter steht der Wagen aber auch extrem breit und geduckt da. Die mehrschichtige Perleffekt-Lackierung schimmert je nach Lichteinfall in völlig unterschiedlichen Nuancen. Das Ding sieht nicht nur schnell aus, es ist im Stand schon eine absolute Ansage. Der Denza Z ist als luxuriöser 2+2-Sitzer konzipiert. Ergonomische Sportsitze mit exzellentem Seitenhalt, feinstes Leder und ein absolut cleanes Cockpit. Das Cockpit verfügt über ein digitales Instrumentendisplay, das aerodynamisch in einer klassischen Hutze untergebracht ist. In der Mitte sitzt ein großer, freistehender Touchscreen für das Infotainment. Trotz des futuristischen Ansatzes bricht Denza mit dem Trend, alles in Menüs zu verstecken. Unter dem Hauptbildschirm befindet sich eine mechanische Tastenreihe, die optisch an eine edle Klaviatur erinnert. Die Konsole in der Mitte trennt Fahrer und Beifahrer sportwagengerecht ab. Sie bietet ein kabelloses Ladepad für Smartphones und einen sehr präsenten Startknopf. Wer es doch radikaler mag, greift zur Racing-Version. Hier kann die Rückbank komplett entfernt und ab Werk durch einen Überrollkäfig ersetzt werden. Der Denza Z basiert auf BYDs hochentwickelter E3-Plattform. Und die hat es in sich. Wir sprechen hier von einer 3-Motor-Konfiguration. Ein starker Elektromotor an der Vorderachse mit 680 PS und gleich 2 unabhängige Motoren an der Hinterachse, die zusammen über 920 PS leisten. Das macht unterm Strich eine Systemleistung von unfassbaren 1604 PS oder 1180 kW und ein Drehmoment von 1240 Newtonmetern. Zum Vergleich, das ist fast doppelt so viel Leistung wie ein Porsche Taycan Turbo S. In der Racing-Variante auf Semi-Slicks katapultiert dieser Allrad-Wahnsinn in gerade einmal 1,96 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Schluss ist erst bei bis zu 350 km/h. Aber dank der 2 Motoren hinten kann der Z mit extrem präzisem Torque-Vectoring Kurvengeschwindigkeiten erreichen, die den ein oder anderen schon mal überfordern könnten. Und ja, er beherrscht den sogenannten Compass-Turn. Er bremst ein Vorderrad ab und dreht das Heck mit Hilfe der Hinterreifen einfach im Kreis darum herum. Der Denza Z führt auch gleich 3 Weltneuheiten ein, nämlich die schon erwähnte E3-Plattform. Er ist der erste elektrische Sportwagen, der auf dieser Plattform basiert und die Drehmomentverteilung auf alle 4 Räder ermöglicht. Das Disas M-Fahrwerk. Der Denza Z ist der weltweit erste elektrische Supersportwagen, der mit einem meteorologischen Fahrwerkssystem ausgestattet ist und eine Dämpfungsreaktionszeit von weniger als 10 Millisekunden aufweist. In Kombination mit einem vorausschauenden LiDAR-Sensor scannt das Auto die Straße in Echtzeit und passt die Dämpfer in Millisekunden an. Das bedeutet maximaler Komfort auf der Landstraße, knallharte Rennstreckenperformance im Dynamikmodus. Das Auto verfügt dann auch noch über eine 15-in-1 integrierte elektrische Antriebseinheit und die CTB Blade Batterie der 2. Generation, die in 5 Minuten von 10 auf 70% geladen werden kann und eine Spitzenladeleistung von 1500 kW bietet.
Zusätzlich kommt eine, auch schon erwähnte, Steer-by-Wire-Lenkung zum Einsatz. Es gibt also absolut keine mechanische Verbindung mehr zwischen dem Lenkrad und den Rädern. Alles wird rein digital übertragen. Das ist so präzise, dass man im Rennmodus jede Millimeterbewegung sofort auf den Asphalt bringt. Und für den Fall der Fälle packen Carbon-Keramik-Bremsscheiben zu. Ein Supersportler also mit riesigem, schwerem Akku? Nicht ganz. BYD verbaut hier eine extrem clevere Variante ihrer Blade-Batterie mit 76 Kilowattstunden Kapazität. Der Clou? Der Akku ist im sogenannten Cell-to-Body-Verfahren direkt in das Chassis integriert. Das spart Gewicht, sorgt für einen extrem tiefen Schwerpunkt und erhöht die Steifigkeit des gesamten Autos. Die Reichweite liegt je nach Fahrweise bei alltagstauglichen 380 bis 410 Kilometern. Aber das eigentliche Highlight ist die 1000 Volt Hochvolt-Architektur mit der neuen Flash-Charging-Technologie. Wenn man an eine entsprechende Säule fährt, lädt der Denza Z mit nochmal bis zu 1500 Kilowatt. Von 10 auf 70% vergehen so gerade einmal 5 Minuten. Von 10 auf 97%, also fast randvoll, dauert es rekordverdächtige 9 Minuten. Selbst bei extremer Kälte von minus 30 Grad ist der Akku in 12 Minuten voll. Die Kaffeepause an der Raststätte dauert ab jetzt offiziell länger als das Laden eines Supersportwagens. Der Denza Z ist im High-End-Segment positioniert. Die Vorverkaufspreise für den chinesischen Markt beginnen bei 680.000 Yuan, das sind umgerechnet ungefähr $100.000 für die Coupé-Version. Die Spider- oder Cabrio- und Racing-Versionen kosten 780.000 Yuan, umgerechnet $114.700, bzw. 1.180.000 Yuan, das sind umgerechnet ungefähr $173.500 US-Dollar. Im Gegensatz dazu beginnt der Preis des Denza Z in Europa bei etwa 142.900 Pfund, das sind ca. 168.000 Euro. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte BYDs insgesamter Auslandsabsatz 789.400 Einheiten, ein Anstieg von 68% gegenüber dem Vorjahr. Die Auslandsmärkte machen nun über 40% des Gesamtabsatzes des Unternehmens aus. Was haltet ihr vom Denza Z? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!